Pellets aus Stroh. So unscheinbar die kleinen Presslinge auf den ersten Blick auch wirken mögen, bergen sie doch ein bislang ungeahntes Potenzial im Bereich der Bioökonomie. Produziert werden sie regional in Halbenrhein in der Südoststeiermark. Ja, die Südoststeirische Pelletierungsgenossenschaft hat das Ziel, regionale, agrarische, ungenutzte Biomasse in Wert zu setzen und den Menschen in der Region als Wertstoffe zur Verfügung zu stellen. Es sollen aus ungenutzten Reststoffen Wertstoffe generiert werden. Also die Ausgangsmaterialien sind Maisspindel, Stroh, das ist Heu von den Naturschutzwiesen, Landschaftspflegematerial, Spelzen, dann Reststoffe aus der Weinindustrie, also Dresden. Diese Ausgangsstoffe, die zurzeit ungenutzt sind, werden dann zerkleinert und in der Regel pelletiert. Das Hauptgeschäftsfeld ist praktisch die Lohnpelletierung. In diesem Fall kommen die Leute aus der Region, bringen die Rohstoffe, so wie das Stroh, und das wird dann zu den Pellets und zu Pelletsmischungen verarbeitet. Die zentrale Einheit ist praktisch die Pelletieranlage. Sie ist eine Anlage, die für 5 Tonnen in der Stunde gebaut ist. Wir sind ungefähr bei 1,5 bis 2 Tonnen Output. Bevor das Material in die Pelletieranlage kommt, wird es von hinten angeliefert. Es gibt hier 2 Hammermühlen, die zerkleinern das Material. Das kommt dann in diesen Elevator in eine Vormischung. Dieser Vormischer, hier kann man Heißdampf dazugeben. Der Heißdampf, der hat die Eigenschaft, dass er das Material aufweicht und auch in der Hygiene ist es ein großer Vorteil, mit Heißdampf zu arbeiten. Und das heißdampfbehandelte Material kommt dann in die Pelletierung. In der Pelletierung gibt es eine große Matrize und in den Matrizen sind viele Löcher und diese Kollerollen heißen die. Diese Kollerollen drücken das Material durch die Löcher nach außen und dann sollten solche Pellets entstehen. Nach der Pelletierung wird das Material gekühlt. Hier gibt es 2 Kühltürme. Das Material kommt in den Kühlturm und wird, da die Pellets bei der Pelletierung so rund 100 bis 110 Grad haben, müssen sie abgekühlt werden, um haltbar zu sein. Und diese haltbaren Pellets, also diese lagerfähigen Pellets, werden dann hier zwischen den Betonsteinen gelagert und wenn sie nicht lose verkauft werden, gibt es hier eine Big Bag Abfüllung. Hier kann man in den Big Bags abfüllen und das sind für kleinere Einheiten, so ein Big Bag hat so rund 1000 Kilo. Die fertigen Strohpellets können anschließend auf vielfältige Art und Weise eingesetzt werden, beispielsweise als Einstreu für verschiedene Ställe. Hierbei ist die hohe Saugfähigkeit der Pellets von Vorteil, wodurch keine nassen Flecken entstehen. Dies hat hervorragende Auswirkungen auf das Tierwohl sowie die Tiergesundheit und darüber hinaus werden unangenehme Gerüche gebunden. Mein Name ist Reinhard Schögl. Ich betreibe einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Südoststeiermark. Die Hauptzweige sind Mastgeflügelhaltung und Ackerbau. In der Mastgeflügelhaltung betreibe ich einen Stall mit 39.900 Masthühnern. Dieser Stall erfüllt die neuesten technischen Standards, wie zum Beispiel Fußbodenheizung, eine moderne Unterdrucklüftung, Sprühkühlanlage, Wärmerückgewinnungsanlage und die neueste computergesteuertes Futter- und Wassermanagement. Bei mir in der Mastgeflügelhaltung werden im Jahr 7 Umtriebe gemacht. Das heißt, es wird 7-mal der Stall gereinigt, 7-mal wird desinfiziert und 7-mal neu eingestreut und aufgeheizt, bevor die neuen Küken kommen. Für mich sind die Strohpellets als Einstreu dahingehend die richtige Wahl, weil ich mir dadurch Kosten erspare sowie Zeit
und weil sie vor allem aus meiner Sicht für das Tierwohl sehr wichtig sind. Da sind die Strohpellets dahingehend vom Vorteil, dass sie eine durch Zuführen von Feuchtigkeit, welche sie gut binden können, eine weiche Einstreu bilden, welchen den Tieren sehr angenehm an den Füßen ist. Denn die Ständergesundheit bei den Tieren und Fußballengesundheit sind sehr wichtige Qualitätsmerkmale und Tiergesundheitsmerkmale. Die Strohpellets sind auch sehr staubarm, dadurch ist nach dem Einstreuen keine zusätzliche Reinigung mehr nötig. Ich muss nur geringe Mengen einsetzen. Ich setze 1,3 Kilo pro Quadratmeter Stallfläche ein. Durch die geringe Einstreu funktioniert auch die Fußbodenheizung viel besser, da die Strohpellets hier nicht als isolierende Matte fungieren, sondern wirklich die Wärme der Fußbodenheizung durchlassen und damit sie auch richtig bei den Hühnern ankommt. Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Kainz. Ich darf den Pferdehof Kainz vorstellen. Das ist ein ganz kleiner Einstellbetrieb. Hier werden maximal 9 Einstellpferde betreut und aufgestallt. Im Grunde genommen werden die Pferde hier möglichst artgerecht, möglichst pferdefreundlich gehalten. Das heißt, es gibt einen täglichen Weidegang, es gibt halt entsprechend regionales Futter und das versuchen wir zu verknüpfen mit sportlichem Training, mit Pferden, die auch tatsächlich im Sport genutzt werden, die als Reitpferd und nicht nur als Ausgediene oder in Pension oder für die Aufzucht gehalten werden. Und den Spagat versuchen wir hier halt einigermaßen hinzukriegen. Da spielt natürlich regionales Futter eine Rolle, aber auch die Einstreuer. Die Strohpellets haben halt für uns den Riesenvorteil, dass die Transportwege einfacher sind, also es ist einfach weniger Volumen. Die Lagerung ist günstiger natürlich, weil man kompakter lagern kann und wir haben im Stall sehr, sehr positive Effekte, einfach weil es besser saugt als ein normales Stroh, so wie wir es ursprünglich verwendet haben. Es saugt besser, es rutscht nicht, also es hat wirklich große Vorteile fürs Pferd selbst. Es ist komfortabler im Stall. Die Mengen sind geringer, weil man einfach durch die hohe Saugfähigkeit weniger einstreuen muss. Der Mist wird dadurch natürlich früher zu einem brauchbaren Mist. Das spielt bei uns eine große Rolle, weil wir hier eine Kreislaufwirtschaft betreiben. Wir versuchen, unseren eigenen Mist auf unsere eigenen Wiesen und von unseren eigenen Wiesen das Heu bzw. das Grünfutter und natürlich auch den Weidebetrieb abzudecken. Und da spielt das eine große Rolle, dass man den Mist nicht horten muss oder dass er extrem langsam verrottet. Das sind auch Vorteile, die wir hier erleben. Ja, der wirtschaftliche Vorteil für uns an dieser Einstreumethode ist vor allem, dass die Transportwege einfacher werden. Wir holen unsere Einstreu selbst bei der Genossenschaft ab. Das kann man mit einem ganz normalen großen Anhänger machen und muss nicht einen LKW-Zug mit Stroh irgendwo herschaffen. Pferde verbrauchen ja relativ viel Einstreu. Das heißt, im eigenen Betrieb wäre es nicht möglich, Stroh zu produzieren. Das macht auch keinen Sinn. Wir sind da im Bergland. Es ist Ackerbau, also nicht unser Thema. Somit wird das Stroh immer zugekauft. Und da ist natürlich gerade der Transport in Zeiten teuren Diesels besonders effektiv, wenn man das in dieser kompakten Form transportieren kann. Wir haben uns eine Menge Lagerplatz gespart. Wir haben einfach ein effektives Lager natürlich jetzt und der ganze Umschlag vom gelagerten Stroh ist wesentlich einfacher, ist unkomplizierter. Man muss sich das so vorstellen, es wird im Prinzip jede Box jeden Tag einmal ordentlich ausgemistet und dazwischen wird halt Mist abgeklappt, wenn die Pferde lang drinnen sind. Das Ziel ist natürlich, dass sie auf der Weide sind, geht nicht bei jedem Wetter, aber im Winter oder wenn die Pferde generell mehr im Stall sind, dann wird halt grob immer wieder im Vorbeigehen der Mist entfernt und einmal im Tag wird die Box gründlich gereinigt, da wird der nasse Anteil entfernt und natürlich der Mist entfernt. Und entsprechende Menge, das ist dann je nach Pferd, wird halt entsprechend mehr rausgenommen und entsprechend mehr oder weniger nachgefüllt. Aber es ist im Grunde genommen jedes Mal ein maximal 20 Liter Kübel, den man da in eine Box täglich hineingibt.
Das ist recht sparsam im Vergleich zum Stroh, wo man doch sehr viel unverbrauchtes oder ungetränktes Stroh entfernen muss. Neben der Verwendung als Einstreu kommen die Strohpellets auch als Rohfaserfutter in der Schweinemast zum Einsatz. Grüß Gott, wir sind auf dem Betrieb Dietrich in der Südsteiermark. Wir sind ein Schweinezuchtbetrieb mit Ferkelproduktion und wir verfüttern unser hofeigenes Getreide, das wir auf den Feldern anbauen. Neben Mais, das die Hauptkultur ist, bauen wir noch Wintergerste und Kürbis an. Und bei Wintergerste ist es ideal mit den Strohpellets, dass wir unser eigenes Stroh verfüttern können. Rohfaser wird sehr gut angenommen von den Zuchtsauen. Es wird auch benötigt für gesundes Wachstum, für Wohlbefinden der Tiere. Und da ist es die ideale Mischung, die Strohpellets bzw. die Heupellets, die die Südsteirische Pelletiergenossenschaft hier produziert und arbeitssparend für uns zur Verfügung stellt. Die Nutzung der Strohpellets als Substrat in der Pilzzucht ist eine weitere äußerst effektive Anwendungsmöglichkeit. Herzlich willkommen bei uns am Hof bei der gut behüteten Pilzmanufaktur im schönen St. Stephan im Rosental. Mein Name ist Michaela Friedl und ich betreibe die Pilzmanufaktur, eben erwähnt. Unsere Pilze wachsen hauptsächlich auf Stroh und dafür verwenden wir aber Strohpellets. Bei uns finden Sie neben dem Austernseitling auch den Kräuterseitling, den Rosenseitling, den Limonenseitling, den Shiitake und den Igelstachelbart. Neben der Pilzzucht haben wir auch Ackerbau und außer Mais und Kürbis wird bei uns auch Getreide angebaut. Und das Stroh als Abfallmaterial wird bei uns einfach weiterverwendet und wir können darauf Pilze züchten. Das ist jetzt das Ausgangsmaterial für unsere Pilze. Da sieht man ganz deutlich die Strohpellets in der gepressten Form. Das wird aufgeweicht mit Wasser und dann wird das 24 Stunden stehen gelassen. Und dann schaut es so aus. Es ist vorfermentiert, das Lignin ist aufbereitet und die Pilze können da dazu gemischt werden und haben dann schon ein optimal aufbereitetes Futter, unter Anführungszeichen. Die Pellets werden dann in einen Sack gefüllt. Der Sack hat dann an bestimmten Stellen Öffnungen und da sieht man einen Sack, der ist schon durchwachsen mit Pilzmyzel. Das Weiße ist das Pilzmyzel und an den Öffnungen sieht man da ganz klein die Primordien, wo die Pilze dann zu ihrer restlichen Größe heranreifen. Und da wäre jetzt ein Pilz, der erntereif ist. Den kann man dann einfach ernten, indem man ihn mit der Hand von unten nimmt und seitlich abdreht. Und schon hat man einen wunderschönen Rosenseitling verzehrbereit. Nach dem Abfüllen braucht der Pilz je nach Art ca. 3 Wochen, bis er erntereif ist. Wir haben hier bei uns ein Guckfenster, wo man in einen Fruchtungsraum hineinschauen kann. Darin sind die Pilze, die erntereif sind und sie werden auch darin geerntet und nach 24 Stunden spätestens sind sie in der Auslieferung. Vom Primordienstadium, das wir bereits gesehen haben, bis zum fertigen Pilz vergehen ca. 2 bis 3 Tage, je nach Temperatur. Also man kann den Pilzen wirklich beim Wachsen zusehen. Wir sind da jetzt im Abbackbereich, wo wir für die Auslieferung unsere Pilze abbacken. Es wird bei uns jede Tasse gewogen, sodass jeder Kunde rechtmäßig zu seinem entsprechenden Pilz kommt. Bei den bunten Pilztassen sind bei uns einfach verschiedene Pilze drinnen. Entweder man macht eine Genussreise draus, versucht alle Pilze unterschiedlich zuzubereiten oder zu verkosten, oder man macht ein Mixture, eine Vermischung von allen Pilzen und bereitet ein gemeinsames Gericht zu.
Bei den gemischten Tassen sind mindestens 3 Sorten Pilze enthalten, meistens sind 4 drinnen. Die Verwendung von Strohpellets trägt auch zu Umweltschutz und Müllvermeidung bei, beispielsweise als Ersatz für Plastikmulchfolien im Gartenbau. Auch hier macht man sich die phänomenale Saugfähigkeit der Presslinge zunutze. Das Problem im Tunnel ist eigentlich das Unkraut. Und da wir keine Giftstoffe oder Plastik verwenden möchten, sind wir auf die Strohpellets gekommen. Wir haben das voriges Jahr das erste Mal probiert. Man gibt es einfach zu den Pflanzen und durchs Gießen quallt es aufs Doppelte auf und dann kommt kein Unkraut mehr durch. Und ich muss sagen, das funktioniert eigentlich super. Durch diese große Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten entstehen Kreisläufe, welche die Bioökonomie auf den Betrieben fördern. Der Bezirk Südoststeiermark im Südosten von Österreich ist der agrarstärkste Bezirk in Österreich, nicht gemessen an der Größe der Betriebe, sondern an der Anzahl der Landwirte und Landwirtinnen. Und für uns ist das Thema Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft ein sehr wichtiges Thema. Wir sind vor kurzem zur Modellregion Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft vom Klima-Energiefonds auserkoren worden. Und wir haben jetzt eine Zeit lang die Möglichkeit, in verschiedensten Themenbereichen und Maßnahmenbereichen das Thema Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft zu praktizieren und zu zeigen, wie etwas funktioniert. Und diese Maßnahmen sollen dann österreichweit kopierbar und umsetzbar auch sein. Unter Bioökonomie verstehen wir die Nutzung von biologischen Ressourcen unter Berücksichtigung von natürlichen Kreisläufen. Und gerade hier in der Steiermark bietet sich dieses Konzept der Bioökonomie perfekt an. Wir haben innovative und experimentierfreudige Bäuerinnen und Bauern. Wir haben eine sehr ausgeprägte Forschungslandschaft und eine professionelle Beratung von Seiten der Landwirtschaftskammer. Gemeinsam gelingt es, Wertschöpfung in die Regionen zu bringen, damit auch an diesem Konzept der Bioökonomie die Bäuerinnen und Bauern beteiligt sind. Ich bin überzeugt davon, dass es nur mit dem Konzept der Bioökonomie gelingen kann, ein klimaneutrales Europa auf die Beine zu stellen.